Unsere Umwelt ist in aller Munde. Ja? Wir reden von Klimakatastrophen und von extremen Wetterereignissen. Wir wollen nicht mehr Plastik nur einmal verwenden und es dann wegwerfen. Also wir versuchen, neue Wege zu finden, wie wir Dinge öfter benutzen. Oder ja, das sogenannte Upcycling ist auch ein Trend, dass wir einfach alte Sachen umarbeiten und die wieder benutzen. Ne? So werden alte Jeanshosen plötzlich Taschen. Oder ja, es gibt ganz, ganz viele Beispiele im Bereich Design auch, wo Leute einfach hingehen und alte Sachen nutzen und daraus etwas Neues machen. Im Grafikdesign ist das nicht anders. Ne? Aber da nennt sich das Ganze ein Trend und heißt Organic Design. Was ist Organic Design? Das sind einfach erstmal nur in Anführungsstrichen Farben. Und zwar benutzen wir Farben aus der Natur, aus der Umwelt, ja. Also alles, was so in der Natur ist, so Brauntöne, Grüntöne, Cremefarben, all das fällt unter Organic Design und das nehmen wir für unsere neuen Produkte, für unsere neu erstellten Produkte vielleicht. Ich zeige dir jetzt einmal am Rechner, was man unter Organic Design genau versteht und dann klauen wir uns ein paar Bilder und ziehen daraus Farben und erstellen in Photoshop unsere eigene Farbpalette. Und dazu gehen wir jetzt einmal an den Computer. Ich bin mal wieder bei Creative Market. Ja? Das ist eine meiner liebsten Seiten, wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast, wenn du dir hier ein paar Videos angeschaut hast. Warum? Weil es ein riesengroßer Marktplatz ist mit ganz, ganz vielen tausend Designern, wo es eben auch immer Trends gibt, ne? Und wo die auch immer Trends evaluieren. Und das ist nur eine Seite, wo man das machen kann, das ist schon klar. Envato ist noch eine andere. Und ja, es gibt noch ganz viele verschiedene, die einfach so Trends setzen. Oder auch hier gibt es dann, wenn du auf Get Inspired klickst, gibt es einen Blog und dann gibt es hier auch 2021 Trends. Ja, und dann kannst du dir direkt angucken, welche Trends für dieses Jahr halt da sind. Und hier sind es dann zum Beispiel andere Farben oder hier sind wir auch ganz schnell wieder im Organic Design. Und du siehst schon, diese Cremefarben sind selbst hier zu finden. Ja? Aber ich habe jetzt einfach einmal Organic Design hier eingegeben und das wurde mir hier rausgeworfen. Und du siehst schon, die haben alle eine Sache gemeinsam. Ne? Das sind so die Erdfarben, Erdtöne, Grüntöne, ja, vielleicht ganz vereinzelt nochmal Blautöne hier. Aber ja, blau geht auch, ne? Das ist das Meer, Wasser geht auch, aber dann vielleicht zusammen. Ich will dir jetzt hier nicht zeigen, wie du irgendetwas klaust, natürlich nicht. Aber wir wollen jetzt eine Farbpalette zusammenstellen und die ändert sich natürlich immer ein wenig ab. Die änderst du auch immer ein wenig an deine Bedürfnisse, passt du die an, wie auch immer. Worum es jetzt hier geht, ist letztendlich, dass du dir Inspiration von anderen Produkten holst oder meinetwegen von anderen Bildern, die findest du auf Pinterest meinetwegen auch, und davon eine eigene Farbpalette zusammenstellst. Ja, und ich gehe jetzt mal einfach hier auf irgendein Produkt. Das ist jetzt wirklich mehr als beliebig, was ich hier mache. Klick hier einfach drauf und hier gibt es dann verschiedene Bilder, die der Designer dazu erstellt hat. Und dann, ja, nehme ich mir mal einfach so ein Bild hier. Ich mache aus dem Vollmodus raus. Mache Photoshop nochmal kleiner und ziehe mir das einfach auf den Desktop. Ich packe das Bild jetzt mal in Photoshop rein und ich habe mir hier schon ein neues Dokument erstellt mit Command N oder Datei neu und ist auch jetzt völlig beliebig die Größe. Es geht jetzt wirklich einfach nur erstmal darum, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie man eine Farbpalette anlegt. Und was ich dann einfach mache, ist, ich klicke hier in meine Vordergrundfarbe, pick mir hier eine Farbe raus, erstmal eine dunklere, klick OK und ziehe mir hier so einen kleinen Kreis auf, ja, oder ein Rechteck, völlig egal, also kannst du machen, wie du möchtest. Ich drücke jetzt die Umschalttaste und ziehe mir hier so einen Kreis auf und dann kann ich mir hier die Farbe, die ich zuletzt hatte, auswählen. Das wäre die eine Möglichkeit.
ich habe, ich mache das mal hier zu, du siehst hier, ich habe Farbfelder geöffnet. Die Palette findest du unter Fenster und dann eben Farbfelder und dann sieht das genauso aus wie hier bei mir. Und wenn du so ein Farbfeld erstellt hast, dann kannst du einfach hier auf das Plus klicken und hast dann ein Farbfeld. Ich mache jetzt hier erstmal einen Ordner und nenne den Organic Design und sammle mir meine Farben. Ja, ich klicke mal hier drauf und ziehe den Ordner, mache auf das Pluszeichen. Jetzt kann ich dem Farbfeld einen Namen geben. Ja. Ich mache jetzt mal erstmal gar nichts. Erstmal können wir später noch machen. Man kann ja so richtig schöne Namen geben. Ne? Da hat man schon was im Kopf gleich. Erstmal so. Und dann gehe ich wieder auf meinen Ebenenordner, mache Command J, um den Kreis zu duplizieren. Du siehst, ich habe auch immer die Farbpalette gerne nochmal hier. Und jetzt kann ich hier einfach auf dieses kleine Kästchen gehen und mir hier noch eine weitere Farbe rausholen. Das ist die Farbe, die ich vorher hatte. Das ist die, die ich jetzt hatte. Und das passt schön zusammen. Ne? Also es ist ein bisschen heller, aber es ist in dem gleichen Farbbereich. Deswegen nehme ich die jetzt mal. Habe eine zweite Farbe. Und die packe ich mir hier wieder in meine Farbpalette, in mein Farbfeld rein. Was ich jetzt gerade nicht finde. So, da, Farbfelder. Letzte Farbe, die ich ausgewählt habe. Ja, kann ich einfach hier reinklicken auf das Plus und hier habe ich dann mein zweites Farbfeld unter Organic Design. Das machen wir nochmal. Also ich klicke wieder auf den Kreis, mache Command J, ziehe mir das hier rüber, klicke dann in den Ebenen hier drauf und pick mir noch eine Farbe raus. Vielleicht nochmal eine hellere Farbe. Und du siehst wieder der Vergleich mit der, die ich davor genommen habe. Und ja, habe dann wieder Farbfelder. Gehe wieder auf das Plus hier und jetzt ist leider noch die alte ausgewählt. Gehe ich nochmal hier oben drauf. Also nochmal Plus und jetzt habe ich die neue Farbe und habe so mein nächstes Farbfeld. Ich kann das natürlich auch mixen. Ne? Also ich kann jetzt hier auch wieder in Creative Market gehen und mir noch ein komplett anderes Produkt auswählen. Aber wie gesagt, es geht hier nicht ums Klauen, noch nicht mal Farben. Es geht wirklich einfach und allein darum, Inspiration zu finden. Ne? Sachen, die zusammenpassen, das auszuloten. Vielleicht nehmen wir die Farben auch alle gar nicht. Ja, kann durchaus passieren, dass wir nur 2 Stück davon nehmen. Ne? Copyright auf Farben ist mir aber allerdings auch neu. Aber gut, ich ziehe das mal hier raus. Und packe das wieder in Photoshop rein und gehe dann nochmal in Photoshop. Ja. Und wir machen dasselbe nochmal. Welche Farbe passt jetzt dazu? Dieses Erdbraun, also dieses tiefe Sienna Braun ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ne? Ich mache es jetzt mal einmal, um zu gucken, wie das Ganze wirkt. Also dass es vielleicht ein bisschen zu kräftig ist. Ne? Aber wir schauen uns das hier nochmal an. Gehe hier wieder rein. Pick mir die Farbe und du siehst, es ist ein sehr starker Unterschied hier. Es kommt immer darauf an, was ich möchte, aber wahrscheinlich wäre das nicht so meins. Also ich würde wahrscheinlich bei dieser Farbe hier bleiben und die nehmen. Und dann erstelle ich mir hier auch wieder ein Farbfeld. Ich klicke wieder als erstes einmal hier rein, gehe dann auf das Plus, kann ja wieder Namen geben und ja, mache dann OK. Jetzt habe ich schon mal ein paar Farben. Was ich hier machen kann, ist jetzt, ich kann die benennen, ich kann die Farbfelder aber auch importieren oder exportieren. In dem Fall will ich sie ja exportieren, um die vielleicht woanders weiter zu verwenden. Ne? Also kann ich jetzt hier auf ausgewählte Farbfelder exportieren klicken und habe ein Dialogfeld, speichere mir das auf meinem Schreibtisch und sage dann hier, okay, ich hätte jetzt gerne Organic Design. Und habe dann hier meine Farbfelder auf meinem Schreibtisch. Ich mache das jetzt mal nicht so, weil es noch nicht fertig ist. Aber so erstellst du eine Farbpalette. Wie viele Farben kommen denn jetzt in so eine Farbpalette? Ja, erst einmal kommt es auf dein Projekt an. Ne? Wenn du eine Webseite designst, würde ich sagen, so zwischen 4 und 6 sind prima. Davon benutzt du wahrscheinlich nur 3. Aber dann hast du schon mal so eine kleine Auswahl. Manchmal nimmt man auch ein paar, so ein paar Abstufungen von der einzelnen Farbe. Das kann man machen. Das ist auch immer eine gute Idee. Auch da wieder ausprobieren, anpassen, verwerfen auch gerne. Ja. Es kommt gar nicht darauf an, dass du alles hundertprozentig so verwendest, wie du das jetzt hier ausgesucht hast, sondern es kommt darauf an, ein Gefühl für Farben zu bekommen. Wenn wir im Organic Design sind, meint das für jeden was anderes.
Wenn ich jetzt Organic Design sage und das eben erklärt habe, woran denkst du dann? Siehst du dich am Meer spazieren gehen, dann ist es wahrscheinlich eher so ein blau-grauton. Oder siehst du dich auf der Wiese stehen, dann sind es vielleicht eher Grüntöne und vielleicht noch ein Braun von einem Baum. Oder siehst du dich im Wald mit Blättern, die von den Bäumen gefallen sind, in Gelb, Braun, Hellbraun, Dunkelbraun Schattierung. Also du siehst, auch das ist wieder eine ganz persönliche Empfindung, ganz subjektiv, welche Farben dir mit irgendwas in den Kopf kommen, was du ausgewählt hast. Deswegen, das sind meine Eingebungen bei Organic Design. Deine können da ganz anders sein. Ja, ich hoffe, hat dir geholfen. Du weißt jetzt, wie man Farbpaletten in Photoshop erstellt und diese exportiert und vielleicht auch ein Gefühl für diese Farben kriegt. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!